Willst du mich eigentlich verarschen? Der erste Gravel. Puh. Los geht's! Halt, bevor es losgeht, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video bei We Are Cyclists. Wir sind diesmal ein bisschen anders unterwegs und zwar mit einem Lastenrad und 2 Gravelbikes. Warum 3 Räder? Wir sind ja nur 2. Meine Schwester ist mitgekommen. Kurz zur Erklärung, warum wir plötzlich mit dem Lastenrad unterwegs sind. Wir haben eine Anfrage bekommen von Hase Bikes, ob wir nicht ein Video mit dem Lasten-Gravelbike Gravidust machen wollen. Da haben wir natürlich nicht zweimal überlegt, sondern dachten, ja cool, voll spannend eigentlich mal mit einem anderen Rad unterwegs zu sein und ohne Bikepacking-Taschen mal schauen, was so ein Lastenrad für Vor- und für Nachteile hat. Erstmal haben wir uns aber mit Komoot eine Mehrtagestour geplant für 2,5 Tage Bikepacking. Und dann kam das Rad an. Bei uns in der Küche stand ein riesengroßer Karton und wir haben es ausgepackt. Kann losgehen! Wir hatten irgendwie keine Zeit, das auch nur einmal vor unserer Tourprobe zu fahren. Also haben wir direkt die schwere Tasche raufgestellt und sind auf unsere Tour aufgebrochen. Und das hat vor dem ersten Meter noch für ein kleines Problem gesorgt. Ich kann gar nicht lenken. Wir müssen die Tasche weiter nach vorne schieben, damit ich hier irgendwie umkomme. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum. So, die ersten Meter liegen hinter uns. Ist ein bisschen wackelig, ein bisschen lang, aber ganz cool. Dann versuchen wir jetzt mal hier Gas zu geben, weil Susi ist schon irgendwo vorne und es ist auch schon ganz schön spät. Gleich 18 Uhr und wir haben noch knapp 40 Kilometer vor uns. Voll schön der Sonnenuntergang. Wir sind gleich da, noch 10 Kilometer. Mit jedem Meter würde ich sagen, komme ich ein bisschen besser mit dem Rad zurecht. Und es ist voll lässig hier so, Bikepacking mit Gepäck auf dem Rad von 3 Leuten. Wie viel wiegt das Zeugs? 17 Kilo, glaube ich. Plus das Rad. Ungefähr 22 haben wir auf unserer, ich hätte fast Küchenwaage gesagt, aber auf unserer Personenwaage gewogen. Der erste Gravel. Mein Laptop ist heute besonders schnell bei der Verarbeitung von den Videos, deshalb habe ich mir erstmal ein Eis geholt. Brennnesselminze. Für den ersten Abend hatten wir uns einen Campingplatz am Rieksee rausgesucht. Wir kamen vielleicht gegen 20 Uhr an. Das ist natürlich relativ spät für einen Campingplatz. Die haben oft nur bis 18 Uhr auf oder so. Und dementsprechend unerfreut waren die Leute, als wir ankamen. Essen gab es auch nicht mehr. Aber wir hatten Glück. Kurz nach uns kamen nämlich noch Stefan und Elias, wenn ich mir die Namen richtig gemerkt habe, an. Auch 2 Bikepacker. Und wir haben dann gemeinsam Essen bestellt. Weil wir es nämlich nicht geschafft haben, vorher einkaufen zu gehen und uns zu überlegen, was wir dann vielleicht kochen könnten am Abend, haben wir direkt unser Kochzeug, also Kocher, Topf und alles, zu Hause gelassen. Beim Packen gestern haben wir überlegt, ob wir diese Isomatte nehmen oder eine andere. Beide lassen Luft. Wir haben uns für diese entschieden. Und ein Knall hat gestern gesagt, das war die falsche Entscheidung. Ein bisschen Luft ist drin geblieben, aber nicht wirklich so, dass es angenehm zum Schlafen war. Jetzt fahren wir nachher erstmal in Murnau wahrscheinlich oder Garmisch zu einem Sportladen und schauen, dass wir da eine neue Isomatte finden.
Wir sind jetzt schon ein bisschen wach und überlegen, wie wir weitermachen. Nick und ich sind ein bisschen genervt davon zu zelten, weil Zelte natürlich morgens immer nass sind und dann braucht es 1 Million Jahre mindestens, bis sie wieder getrocknet sind. Und jetzt überlegen wir, ob wir diese coolen Dinger einpacken, einfach nass. Keine Ahnung, jetzt stehen wir hier und wissen nicht weiter. Warte einfach, bis es trocken ist. Unsere Lösung mit den Zelten sah dann so aus, wir haben sie abgebaut, alles Zeug schon mal eingepackt, was wir einpacken konnten, uns mit Sonnencreme eingeschmiert und sind ein paar 100 Meter weiter zu einem Bioladen gegangen. Dort haben wir Frühstück gegessen und Kaffee getrunken und dann haben wir die Zelte erst nach dem Frühstück eingepackt. Insgesamt hat das alles ganz schön lange gedauert, aber dann haben wir all unsere Sachen in die Tasche gestopft und sind losgeradelt. Am Anfang des zweiten Tages habe ich mich noch nicht getraut, eine Hand vom Lenker loszulassen, die Flasche zu greifen, um was zu trinken, sondern habe zum Trinken angehalten. Da vorne muss ich einmal kurz anhalten, um zu trinken. Das traue ich mir nämlich noch nicht so ganz. So eine Hand vom Lenker nehmen, geht schon, aber runter zur Flasche habe ich schon noch ein bisschen Respekt vor. Das Schild hätten sie auch da vorne hinstellen können. Jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Naja, Was denn? neue Erfahrungen. Hier im Matsch war es schon ein bisschen gruselig. Also nicht gruselig, Gruselig. aber ich konnte das Rad nicht so ganz einschätzen, was es in welcher Situation vielleicht macht. Und oh, Zum Beispiel bei Vorsicht. tiefen Löchern. ob es vielleicht irgendwo mal wegrutscht, keine Ahnung. Bisher aber nicht. Ich glaube, hier war einfach beim letzten Hochwasser alles überflutet. Also vor 2 Wochen. Sehr gut, dass ich gerade die Kamera angemacht habe. Kannst du doch einen Bunny-Hop drüber machen. Ich heiße ja nicht Felix Tested Bikes. Der hätte das bestimmt gemacht. Weiß nicht, Mit der Tasche vielleicht auch nicht. Hallo, 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 hallo. Das ist die Zugspitze. Wunderschöner Blick heute. Kurz nach diesem schönen Ausblick waren wir dann schon in Garmisch-Partenkirchen. So, wir haben hier jetzt eine Thermarest Uberlight gekauft. In Garmisch, also am zweiten Tag unserer Tour, haben wir erstmal einige Dinge erledigt. Wir waren erst in einem Outdoor-Laden, haben eine neue Isomatte gekauft, weil die alte ja kaputt gegangen ist. Ich freue mich, dass ich endlich diese Matte mal probieren kann. Und Nick freut sich, heute Nacht eine Matte zu haben. Dann war da gerade Europäische Mobilitätswoche oder sowas in die Richtung. Da war ein Fahrradreparaturstand. Die Kette von dem Lastenrad musste dringend geölt werden. Und wir hatten natürlich kein Öl dabei, weil wir unsere Ketten normalerweise mit Wachs behandeln. Hallo, habt ihr vielleicht Kettenöl da, von dem ich ein bisschen was nehmen könnte? Das wäre mega. Danke. Ja. Wir sind eigentlich nur das Wochenende unterwegs. Heute zum, wie heißt der See, Nick? Wir fahren zum Plansee und dann weiter nach Füssen zum Forgensee. Genau. Und dann morgen wieder zurück nach Wolfertshausen. Ja, perfekt. So konnten wir quietschfrei weiterfahren. Außerdem waren wir in Garmisch noch in einem Café, haben was zum Mittag gegessen und sind dann weiter. Wir haben gerade eine Pause gemacht und eigentlich was gegessen, aber danach, ungefähr 5 Kilometer später, hatte ich krass Hunger. Oder mein Körper hat gesagt, ich brauche Essen. Ich dachte gerade so, ich komme überhaupt gar nicht mehr hinterher. Dabei fahren die wahrscheinlich gar nicht schneller als vorher. Aber der Körper konnte kurz nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Nachdem ich noch einen Riegel reingeschoben habe. Am Anfang habe ich mich noch nicht getraut, eine Hand vom Lenker loszulassen, die Flasche zu greifen, um was zu trinken. Später an dem Tag ging es dann aber schon viel besser. Ich habe mich viel sicherer auf dem Rad gefühlt, auch wenn es eigentlich relativ lang für mich war. Also der Lenker war relativ weit oben und vorne. Noch nicht ganz optimal für meine kleine Körpergröße von 1,60. Mittlerweile traue ich mich sogar, meine Hand vom Lenker zu lösen, meine Flasche zu nehmen und zu trinken. Ich habe mich schnell wohl und sicher gefühlt und konnte dann easy trinken. Gerade sind wir aus dem Tal zwischen Garmisch und Ehrwald abgebogen Richtung Plansee. Da geht so ein wunderschöner Schotterweg hoch und kommt dann oben direkt hinterm Plansee raus. Kann ich nur jedem mal empfehlen, den lang zu fahren. Also man merkt schon, dass ich berghoch nicht hinterherkomme. Aber wen wundert? Ich habe ja auch alles Gepäck. Wir haben schon ein bisschen über die Hälfte und vielleicht auch schon ein bisschen was an Höhenmetern. Wie viel haben wir an
noch? 300 haben wir schon. Ich habe schon 452 und 566 müssen wir noch. Und 43 Kilometer. Das ist ja witzig. Ich habe weniger Höhenmeter geschafft und habe aber auch weniger, die noch verbleibend sind. Ah ja, mach du mal. Fresh. Nett hier. Voll schön. Hat sich gelohnt, da diesen Berg hoch zu fahren. Wir sind jetzt gerade am Plansee, da hinter mir. Und wir fahren jetzt noch zu so einer kleinen Alm. Am Plansee mussten wir noch mal einkehren, weil ich wieder was brauchte. Dann haben wir eine Limo getrunken. Und dann die letzten Kilometer bis nach Füssen abzuspulen mit wunderbarem Ausblick. Nicht ohne an den Königsschlössern noch mal anzuhalten und das letzte Brötchen, was wir noch im Gepäck hatten, aufzuessen. Willst du mich eigentlich verarschen? Vielleicht kannst du auch mal kurz mit deinem Handy filmen. Der 500 Meter lange Umweg wäre langweilig gewesen. Schon gut so. Ui, das war echt ganz schön anstrengend, dort hochzuschieben. Aber ich fand es auch cool und so eine kleine Herausforderung hat ja auch noch nicht geschadet. Ne? Klar, wir hätten auch einen kleinen Umweg fahren können und wären dann an der gleichen Stelle rausgekommen. Wenige Minuten später hielten wir an, um diese schöne Aussicht über den Plansee zu genießen. Und genau an diesem Aussichtspunkt hier haben wir Helga und Klaus getroffen. Die sind unterwegs zu Fuß um die Republik. Das habe ich mir gemerkt, weil sie auf dem T-Shirt einen Print hatten und am Rucksack auch einen Aufnäher. Auch ein cooles Projekt. Wenn man zusammen unterwegs ist, muss man sich immer gut absprechen und gemeinsam Entscheidungen treffen oder Kompromisse finden, damit alle fein mit der Tour sind und damit es allen gut geht. Und genau das haben wir hier auch gemacht. Sandra, was meinst du? Sollen wir die Route gleich abkürzen am Plansee oder um den anderen See noch rumfahren, aber dann heute Abend wieder spät am Campingplatz sein? Ich weiß nicht, also einerseits wäre ja diese Hängebrücke da schon cool, aber ich glaube ein bisschen eher da sein und den Sonnenuntergang anschauen. Das wäre auch nett. Ich glaube, es ist besser, ein bisschen kürzer zu fahren, oder? Ja, genau, deshalb frage ich, weil es halt sonst, glaube ich, echt wieder zu spät wird, so wie gestern. Ja, dann lass das machen. Und dann ist es vielleicht entspannter, irgendwie noch ein bisschen am See zu sitzen und diesmal was zu essen. Ja, let's do it. Gesagt, getan. Wir haben also den direkten Weg genommen und sind die Asphaltstraße lang gefahren und haben so ein paar Kilometer und auch Höhenmeter ausgelassen. Wir sind jetzt gerade vom Plansee oben runtergerollt Richtung Reute. Reute ist allerdings hinter uns, das haben wir nicht ganz erwischt. Wir sind jetzt im Lechtal und fahren jetzt weiter Richtung Füssen. Und auf dem Weg nehmen wir noch das Schloss Neuschwanstein mit und dann ist es nicht mehr weit bis zum Campingplatz. Sind wir schon mal lang gefahren? Nein. Wir sind gerade auf der Fürstenstraße, eine wunderschön ausgebaute Schotterstraße, die quasi aus dem Lechtal hoch zu den Königsschlössern geht. Quasi feinste Gravel-Serpentin. Und damit sind wir auch wieder in Deutschland. Das war gerade die Grenze. Und jetzt muss ich mal schnell die Kamera weglegen, weil es geht steil bergab. Nach bergab kommt natürlich wieder bergauf und dann auch wieder bergab. Und dann haben wir die Königsschlösser erreicht. Hier waren wir ziemlich underdressed, waren super schick gekleidete Leute mit Abendgarderobe. Und wir mit unseren 3 Tage alten Radklamotten, die bestimmt schon etwas gemüffelt haben. Naja. Jetzt sind wir am Alpsee. Da ist er. Von hier sind es nur noch ein paar Kilometer bis zu unserem heutigen Zeltplatz. Wir haben gerade noch mal Käsebrötchen gegessen. Käsebrot. Wir sind dann, nachdem wir was gegessen haben, schnell wieder weitergefahren. Was ist da? Schloss Neuschwanstein.
Auf unserem heutigen Campingplatz, dem Campingbrunnen, wurden wir freundlicher empfangen als gestern. Mag vielleicht auch an der Uhrzeit liegen, an der wir angekommen sind. Auf jeden Fall haben wir noch einen Platz auf der Zeltwiese für unsere 2 Zelte bekommen und hatten damit mehr Glück als einige Camper, die leider nicht mehr auf den Platz raufkamen. Und in der Umgebung war wohl auch alles ausgebucht. Den Sonnenuntergang haben wir dann leider verpasst, weil wir so damit beschäftigt waren, unsere Zelte aufzubauen. Als die Zelte standen, sind wir dann duschen gegangen und dann zum Restaurant. Dort gab es Käsespätzle und Kaiserschmarrn. Morgen. Nachdem wir aufgestanden waren, haben wir erstmal gemütlich einen Kaffee getrunken und ein Croissant gegessen, dann unser ganzes Zeug in die Tasche gepackt, die Zelte ein bisschen in der Sonne getrocknet, aber heute haben wir uns dann nicht so viel Mühe gegeben wie gestern, weil am Abend würden wir ja eh zu Hause sein und jetzt war es nicht mehr so wild, ob die Sachen feucht werden oder nicht und ob die Zelte komplett trocken sind oder nicht. Wir haben sie dann zu Hause natürlich nochmal aufgehängt zum Trocknen. Jetzt probiert Nick mal das Hasebikes. Tschüss. Vielleicht denkt ihr euch, boah, Hasebikes, davon habe ich noch nie was gehört. Und dabei machen die ziemlich coole Sachen. Und eben ganz neu seit diesem Jahr das Gravel-Lastenrad, weil sie gerne Gravel machen wollten, aber was Besonderes. Denn die Firma macht auch sonst besondere Räder. Warum? Sie sind davon überzeugt, dass Radfahren glücklich macht. Dieses Glück soll möglichst vielen Menschen ermöglicht werden, ganz egal, welche körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sie mitbringen. Wir finden es richtig gut, dass eine Firma sich dem annimmt und das schon ziemlich lange, weil ja, Radfahren glücklich macht. Neben Spezialrädern hilft auch Spezialzubehör, eben dieses Radfahren vielen Leuten zugänglich zu machen. Ich fühle mich jetzt ganz komisch auf Nicks Fahrrad. Es ist so wackelig, wenn da vorne kein Gepäck drauf ist. Außerdem ist der Sattel viel zu hoch. Und was sagst du? Ich habe Hunger. Nick übt jetzt mal mit einer Hand zu fahren. Ich wollte das sagen. Gar nicht so einfach. Ich wollte gerade um die Kurve fahren und da hätte es mich fast hingelegt, weil es irgendwie so wackelig war. Deshalb fahre ich jetzt auf der geraden Strecke mit einer Hand, um mich daran zu gewöhnen. Freihändig kann man, glaube ich, vergessen. Nein, das lassen wir lieber sein. Es ist 10:23 Uhr. Wir sind jetzt hier bei einem Café und essen gleich Frühstück. Yay, endlich was im Magen. Zum Frühstück gab es dann noch mal Kaffee für uns alle und für jeden 2 Brötchen mit richtig viel Käse. Wir sind dann quasi wieder rausgerollt zu unseren Rädern. Ganz so schlimm war es nicht, aber vom Gefühl. Und die ersten Anzeichen, dass der Herbst unmittelbar bevorsteht, lagen auch schon am Straßenrand. So ist ganz locker hier hochzufahren. Weil man so eine schöne Aussicht hat. Nö, weil der Gang so entspannt ist. Ach so, das meinst du. Die Aussicht ist ja hinter mir, das sehe ich leider nicht. Aber ich. Eine Flussdurchquerung darf natürlich nicht fehlen. Die haben wir, glaube ich, nicht absichtlich eingeplant, aber sie war dabei. Und da gab es auch noch eine Begegnung mit 2 Bikepackern aus der Region. Leider habe ich eure Namen vergessen, aber ich habe mich über das Gespräch gefreut. Also eigentlich ist das eine wunderschöne kleine Straße hier, abseits von viel Verkehr. Aber offensichtlich ist hier so ein komisches Mazda-Autotreffen und jetzt sind halt irgendwie gerade gefühlt 100 von diesen Karren hier vorbeigefahren. Können halt auch woanders lang fahren. Jetzt sind wir in den Ammergauer Alpen. Da hinten liegt Unterammergau und Oberammergau, aber da fahren wir heute nicht hin. Wir biegen jetzt gleich ab Richtung Bad Kohlgrub und Richtung Staffelsee. Das heißt, wir sind dann wieder in der Nähe von Murnau und fahren dann Richtung Wolfratshausen weiter. Auf unserem Weg gab es noch viele schöne Trails. Hast du nicht damit gerechnet, dass ich da durchkomme? Ich dachte, du hast vielleicht Struggle, ja. Sehr gut. Hab's geschafft. Falls sich schon mal jemand gefragt hat, wie man denn so ein Unsupported Bikepacking-Event, wie zum Beispiel das Bright Midnight, übersteht, ohne mit irgendwem zu reden. Einige telefonieren vielleicht, ich eher weniger. Aber ich sage einfach jedem einzelnen Tier Hallo, was ich sehe. Da komme ich auch manchmal auf relativ viele Wörter. Hallo, hallo, hallo. Hallo.
schön hier. Der Wald war echt eine willkommene Abwechslung zu dem offenen Feld, weil die Sonne hat richtig geballert. Ihr seht die Berge hinter mir und da bleiben sie jetzt auch, weil wir sind jetzt quasi nach Norden abgedreht und fahren von den Bergen weg. Erstmal Richtung Weilheim, dann Richtung Starnberger See. Unterwegs gibt es vielleicht noch mal ein Eis oder irgendwas zu essen. Wir haben es jetzt nämlich schon 14 Uhr. So langsam macht sich mein Magen schon wieder bemerkbar, dass der gern irgendwas Kleines hätte. Ich kriege auch schon wieder Hunger. Schon cool mit diesem Rad hier zu fahren. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht gehen könnte. Aber eigentlich freue ich mich jetzt die ganze Zeit. Warum eigentlich? Weil ich Hunger habe und aufs Klo muss. Aber wir sind ja gleich in der Nähe vom Starnberger See. Da gibt es vielleicht was zu essen. Irgendwie halte ich hier immer falsch. Eine kleine Umleitung. Ich habe mir gerade richtig farblich passend den Kuchen bestellt und dazu ein Affogato, gelb und lila. Nach der Pause, die dringend nötig war, ging es direkt weiter. Wir wollten nämlich unbedingt noch in den Starnberger See springen. Wir haben jetzt hier einen Platz zum Baden gefunden am Starnberger See. Da hüpfen wir jetzt rein. Sandra knüpft auch schon ihr Hemd auf. Und von hier sind es dann noch, ich glaube, so 18 oder 17 Kilometer bis zu Hause. Grob. Sandra verdreht die Augen. Vielleicht 10. Also der kleine Sprung in den See, der war echt erfrischend. Ganz kurz reingegangen, eine Runde geschwommen und dann von der warmen Nachmittagssonne trocknen lassen. Das tat so gut. Jetzt fahren wir quasi nur noch einmal über den Hügel rüber nach Wolfratshausen. Dort gehen wir dann gleich noch ein Eis essen. Und dann sind wir schon zu Hause. Haben es jetzt auch schon 17:30 Uhr. Wird also Zeit, dass das Eis dann mal kommt. Jetzt gibt's Eis. Eis, Danke sehr. Eis. Ich nehme eine mit Erdbeer und mit Bitterschokolade. Ja, danke. Bitterschokolade. Dankeschön. Wir haben jetzt wilde Eiskreation hin und her probiert. Wir essen jetzt unser Eis und dann war es das mit der Tour. Also das war es jetzt schon. Wir fahren nicht mehr weiter. Wir schieben nur noch. Du Schokomund. Wie ist es denn jetzt eigentlich, mit dem Lastenrad auf eine Bikepacking-Tour zu gehen? Lohnt es sich oder ist es viel zu schwer und unhandlich? Vorteile sind, dass unterschiedliche Leistungsstufen ausgeglichen werden. Wenn also die Person, die vielleicht fitter auf dem Rad ist, das komplette Gepäck nimmt, hat sie es schwerer sozusagen. Und die andere Person, die vielleicht weniger fit ist, kann gut mithalten. Punkt 1. Außerdem lässt sich so ein Lastenrad viel schneller packen, als wenn man die ganzen einzelnen Bikepacking-Taschen packt. Bei den einzelnen Bikepacking-Taschen muss man sich außerdem merken, wo was reingesteckt wurde. Wenn alles nur vorne in der einen Tasche ist, entfällt das. Es ist ja alles vorne in der einen Tasche. Und man kann es drinnen noch ganz gut organisieren, indem man da unterschiedliche Packsäcke nutzt. Außerdem kriegt man auf so ein Lastenrad richtig viel Gepäck. Da passt also mehr rauf als das Gepäck für eine Person, außer man hat super viel dabei. Wir hatten eben von uns dreien das komplette Gepäck auf dem einen Fahrrad. Und gerade bei dem Gravit Dust von Hasebikes kann ich mir vorstellen, dadurch, dass man die Plattform vorne schnell abnehmen kann und den Radstand verringern kann, dass das Rad auch in den Zug passt. Viele Lastenräder darf man nämlich nicht im Zug mitnehmen. Wir haben es jetzt mit dem nicht ausprobiert, wie es funktioniert. Aber dann ist es im Prinzip von der Größe wie ein normales Fahrrad. Man hat dann eben die Tasche und die Plattform, was unhandlich ist, noch extra. Aber das kann man dann sicher gut in ein Gepäckabteil im Zug stellen. Und wenn man sonst unterwegs ist mit normalen Seitentaschen, die muss man im Zug
auch immer abmachen. Die Bikepacking-Taschen können auch öfter dranbleiben. Ein Nachteil ist auf jeden Fall, dass das Rad an und für sich schon deutlich schwerer ist als ein normales Fahrrad. Es war auf jeden Fall mehr als doppelt so schwer wie mein eigenes Fahrrad. Außerdem kann beim Lastenrad gerade bei sehr kleinen oder sehr großen Personen das Fitting schwierig werden. Die Lastenräder sind häufig so konzipiert, dass sie für möglichst viele Personen eingestellt werden können. Oft sind es Räder, die einem Großteil der Familie passen sollen und mit wenigen Handgriffen eben auf die entsprechende Person eingestellt werden können. Das geht auch beim Hasebikes ganz gut. Man kann den Vorbau in der Neigung variieren, man kann den Lenker schnell in der Höhe verstellen, man kann den Sattel schnell verstellen, also die Sattelhöhe. Aber zum Beispiel für mich war das Rad trotzdem sehr hoch. Man sieht es auch öfter auf den Bildern, dass ich fast Probleme hatte, an den Lenker ranzukommen. Und das wird bei anderen Lastenrädern ähnlich sein. Noch ein Vorteil, das Lastenrad war ein super Fahrradständer für die 2 anderen Räder. Nick und Susi haben dann einfach links und rechts ihr Rad angelehnt und perfekt. Und würde ich noch mal eine Bikepacking-Tour mit dem Lastenrad machen? Auf jeden Fall. Es hat echt Spaß gemacht, war mal was anderes und man kam noch viel mehr ins Gespräch mit Leuten als sonst. Habt ihr denn noch Fragen zum Thema Bikepacking mit dem Lastenrad? Schreibt sie unten in die Kommentare. Wir beantworten sie gern, so wie wir denn können. Zum Abschluss haben wir das Rad dann noch geputzt und wieder in seinen Karton gepackt und zurückgeschickt. Vielen Dank, Hasebikes, für euer Vertrauen. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.